here in the next few days. The first is the concept of the channels as a system that we're treating, which of course we all are somewhat familiar. Also erstes geht es um das uns auch recht geläufige Leitbahntheorie-Konzept, aber insgesamt geht es heute natürlich um Leitbahntheorie und die Palpation, also das Abtasten. And the second is to introduce you to the very useful clinical concept of palpating the acupuncture channels to help simplify and focus your acupuncture treatments. Als erstes geht es eben um das sehr einfache und sehr praxisrelevante Thema, um Ihre Diagnose zu vereinfachen, also einfacher zu machen, eben das Abtasten der Leitbahn. This information, as I've said earlier this morning, and will briefly say again, is from Professor Wang Juyi. He is an acupuncturist who's been practicing for 50 years in Beijing. All die Informationen, die heute vorstellen wird, kommen von Professor Wang Juyi, der schon seit 50 Jahren in Peking Akupunktur praktiziert. So, we all should thank him, and hopefully we'll all get a chance. He'll be here in July to thank him for his work, because basically what he's done is he had well, you could call it the luck or the curse to have sometimes 200 patients a day during the Cultural Revolution era in the 1970s. Also wir wollen ihm alle danken, auch wenn er jetzt heute nicht da ist, aber vielleicht treffen wir ihn ja im Juli. Also durch seine Arbeit, vielleicht war es auch Glück oder ein Fluch, er hat wirklich pro Tag manchmal 200 Patienten pro Tag gesehen. Das war zur Zeit der Kulturrevolution. So it's just an example of someone with a creative mind and an inquiring thinking mind having that opportunity to see enough patients to where they start to see patterns. Also er war wirklich ein kreativer Kopf, hat viel nachgedacht und hat bei seinen Patienten wirklich Muster gesehen, die er anwenden konnte. And we'll talk about those patterns quite a bit over the next few hours and day. Über die nächsten Tage, Stunden, Tage werden wir über diese Muster genauer sprechen. So because it's important to know where information comes from, I just want to say just a few words about Dr. Wang's clinic, that this is him in his clinic practicing. Noch ein paar Worte zur Herkunft dieser ganzen Informationen. Hier sehen Sie Dr. Wang in seiner Klinik bei der Arbeit. And you can see that he's palpating the patients as he's speaking with them. Wie Sie sehen können, also während er mit dem Patienten spricht, palpiert er schon die Leitbahn. One of the questions that immediately comes to mind when you encounter this diagnostic technique is, how in the heck am I going to add one more thing to do before I begin treatment? Also wie Sie wahrscheinlich fragen werden, wie werden Sie es schaffen, also noch etwas dazuzufügen, also noch weitere Informationen aufzunehmen, bevor Sie eigentlich mit der Behandlung beginnen wollen? Wie kann man das schaffen? The key is to add channel palpation as soon as possible. In other words, during the asking portion of your diagnosis. So in my clinic in Seattle, and I use this technique and have a clinic with 3 treatment rooms going at the same time. So you can add palpation into a busy clinic, but you have to get the patient lying down quickly and while asking, you're palpating. Der Schlüssel ist, dass Sie den Patienten, also er arbeitete mit 3 Betten gleichzeitig, schnell auf die Liege kriegen und während Sie fragen, tasten Sie ab. Durch das Tasten stellen Sie neue Fragen und so kommen Sie schnell zur Diagnose. Of course, at first, it is going to slow you down a little, but that goes away after a few months. So at first, you will be a little slowed by this, but now it falls into the rhythm of my practice as much as tongue, as much as pulse diagnosis do. Also bei ihm ist er schon total im Rhythmus, auch mit Puls- und Zungendiagnose. Wird natürlich am Anfang sie ein wenig verlangsamen, aber das geht nach einigen Monaten schon viel besser. And there's the extremely useful fact that when you find changes on the channels, it actually will shape your asking. By finding certain changes on the channels, you ask certain questions, or you may not ask certain questions. So in some ways it may save you time during the asking part. Und indem Sie verschiedene Veränderungen auf den Leitbahnen erspüren, spart es Ihnen auch Zeit, weil Sie manche Fragen eher stellen oder überhaupt gar nicht erst stellen. So Dr. Wang in that middle picture, he's found a change there on the large intestine channel, so he might be asking about digestion in a way that he wouldn't have asked if he hadn't found that change. Wie Sie hier sehen, Dr. Wang in der Mitte hat auf der Dickdarmleitbahn was gefunden und das wird ihn dazu ermutigen, entweder eine Frage zur Verdauung zu stellen.